Herzlich willkommen beim Review Video Magazin, einem neuen Video meinerseits. Und wir stehen in den USA, in Kalifornien, Anaheim. Und ihr seht hinter mir, genau da ist eine Tower-Attraktion und es geht zu Disney. Aber da gehen wir nicht hin, da waren wir gestern. Und wir sind jetzt noch an der Kreuzung und machen uns jetzt auf den Weg zu Disneyland. Das Original Disneyland, der Ursprung der Disney Parks. Das seht ihr jetzt in diesem Video und wir müssen mal eben ganz gesund frühstücken. Ein langer, anstrengender Tag startet mit einem guten und gesunden Frühstück. Bigger right in the parking lot. Bigger right. We're not gonna run. Casual an der Ampel warten. Cool. Angebetet werden. John chapter 3. Angebetet. We're speaking about the spiritual birth, the second birth, sir. You must be born again. Ja. Born once on this Es ist earth. rot, es ist rot, es ist rot, es ist rot, es ist rot. Alles Kinder hier, alles super Vorbilder. Alles Kinder, 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 überall Kinder. Ihr läuft alle über Rot. Ihr habt Kinder und läuft über Rot. Aber das Kind ist wenigstens zuerst dann weg. Ja, der lauert schon, der Raptor lauert schon auf euch. Man kann ja schön hier den Kindern zum Vorbild über Rot laufen. Wisst ihr, was ziemlich witzig ist? Wir haben ganz viele von denen gerade vor oder teilweise sogar hinter uns wieder erkannt, weil es mit dem normalen Laufen nicht so einfach ist scheinbar. So, Security-Check ich durch, ich jetzt in die falsche Lane gestellt. Und ja, wir sind gestern links rein, Disney's California Adventure, und jetzt geht es rechts rein zu Disneyland. 70 Jahre feiern die übrigens. Ja, willkommen im originalen Disneyland und dem größten Witzschloss der Welt. Also das ist der größte Witz ist. Das ist so winzig klein, ey. Es ist schon sehr lustig. Also, ja, du kannst es halt noch nicht ändern, das ist das Originalschloss, aber es ist halt schon sehr mickrig. Vor allem, wenn du die Main Street reinkommst, ist so, okay, das ist alles. Aber wir sind nicht zum Schlösser gucken. Hier, das kann man, glaube ich, in Mitteleuropa ein bisschen besser. EU West rockt das schon. Wir müssen Achterbahn fahren, Bobsled Coaster. Matterhorn Bobsled. 2 Seiten, fehlen uns noch. Wir haben eine Rechnung offen. Attention bobsled riders. You will soon be embarking on a lily-laced down the icy slopes of the Matterhorn. Before boarding, Para su seguridad, Das ist viel zu wild. Oh, das muss doch in den 60ern total geisteskrank gewesen remain sein. seated, please. Der mal später bei dir. Permanecer sentados, por favor. Okay, aber wir gehen. Ja.
Matterhorn Bobsled. Beide Seiten gefahren. Wie wild ist das bitte? Und es gibt 2 Animatronics, so Yeti-Animatronics da drin. Es ist richtig geil. Die Safety-Durchsagen sind mit so einem deutschen Akzent. Also es ist ja auf Englisch, aber mit einem deutschen Akzent. Und natürlich dann auf Wiedersehen am Ende. Uschi zeigt euch wieder nur den Bauzaun, weil Uschi nie begreift, dass die Attraktion immer auf der Seite ist, wo sie steht. Und ja, du sitzt in so einem Bob hintereinander, 3 Personen in einem Wagen, 2 Wagen aneinander. Ey, das muss doch 1959. Puff, das war doch viel zu krass. Das ist super schnell, super wild. 2 Achterbahnen da drin. Mega. Endlich gefahren. War 2018 bei unserem Erstbesuch hier. Leider geschlossen. Und jetzt konnten wir es machen. Du hast eine super wilde Fahrt, eine schnelle Fahrt, eine extrem lange Fahrt. Komplett immersiv, sinnig, eingebunden. Du hast keine Stützen, sondern die Schienen sind die ganze Zeit auf diesem Berg unterwegs. Es gibt einen Splash, wo man durchs Wasser fährt und das gar nicht mal zu knapp. Und auf der rechten Seite, im zweiten Wagen in der ersten Reihe, wird man auf jeden Fall auch ein bisschen nass dabei. Das ist so niedlich. Da sind noch Gänsebabys, aber die Entenbabys, das ist ja unglaublich niedlich. Der Vater liegt übrigens in der Sonne in der Warteschlange. Die waren eben auch noch in der Warteschlange und haben einen Castmember an die Seite bekommen, damit denen auch nichts passiert. Der bittet sie, hier weiterzugehen aus dem Weg. Das ist ja unglaublich Zucker. Das war eine richtig, richtig coole Bahn. Jetzt werden wir hier angegriffen. Oh mein Gott. Wie kann man auch so nicht scheu sein? Scheusal. Okay, wir gehen zu einem Scheusal. Ja, ihr seid Gänse, euch mag keiner, weil ihr bösartig seid. Guckt uns schon. Ja, wir haben verschiedenste Sachen, die wir auf jeden Fall noch machen wollen. Zum Beispiel Indiana Jones, Rise of the Resistance. Das sind Sachen, die wir uns anschauen wollen mit euch zusammen. Und erst noch mal neu orientieren. Wir haben jetzt gerade 5 Minuten in der Standby gewartet und danach haben wir Single Rider gemacht und sind sofort durchgelaufen. Wir hätten sogar noch einen von euch mitnehmen können. Warum läuft jetzt hier Hells Bells? Small World hat ein Makeover bekommen. Ja, wir sind jetzt nach Star Wars Galaxy Edge gegangen. Das ist der Star Wars Themenbereich, den kennt ihr sehr ausführlich schon aus unseren Orlando-Videos. Der ganze Bereich ist hier auch gebaut worden. Und wir haben jetzt erstmal von Millennium Falcon Smugglers Run abgesehen. Waren auch nur 10 Minuten, ja, frech, dass wir jetzt einfach weitergegangen sind. Aber es ist am Ende des Tages ein Simulator. Da sind wir jetzt nicht die größten Fans von. Mit der Besonderheit, dass man wirklich selber eingreifen kann in das Geschehen und ein bisschen das Ganze steuert. Aber einer steuert hoch, runter, einer steuert links, rechts. Dann hast du welche, die schießen und welche, die reparieren. Das ist wirklich der unspannendste Job von allen. Aber man drückt Knöpfe, es passiert was und es ist wirklich individuell immer.
Da gibt es ja auch bei der Disney Imagineering Story so Behind-the-Scenes-Reportagen, wo man wirklich sieht, das ist ziemlich krass aufwendig, dass das funktioniert. Müssen wir auch mal in Ruhe drüber sprechen. So wie ich seit Jahren das Rise of the Resistance Review vor mir herschiebe, was ich am Anfang nicht gemacht hatte, weil ich nicht viel spoilern wollte, dann nicht gemacht habe, weil ich dafür mehr Zeit brauche, um das wirklich detailreich und spannend zu gestalten. Und jetzt fahren wir es hier auch nochmal. Das ist Grund genug, dass wir das dann jetzt in naher Zukunft durchziehen und mal machen. Wenn ihr das nicht kennt, werdet ihr jetzt gespoilert. Oder müsst ihr irgendwo hinskippen, damit ihr das nicht gespoilert werdet. Aber wir nehmen euch jetzt mal mit hier im Video auf die Experience. Denn es ist nicht nur das Fahrgeschäft selbst, sondern es fängt in der Warteschlange schon an. Also jetzt in der normalen Standby-Warte hier noch nicht, aber mit den Pre-Shows. Es gibt mehrere Pre-Shows, die sind schon so krass, dass die zur Experience von Rise of the Resistance gehören. Und das machen wir jetzt einmal mit euch zusammen nach einer halben Stunde Wartezeit. Also für uns, ihr seht das jetzt. Thank you, Nine-Nine. Black Leader, are you and your team ready? I am Lieutenant Beck. As you heard from Ray, resistance is at stake. There's a clear path to the turbo lifts at the end of the hallway. Turn right. Hey, you're not authorized. Wait. Who picked these two droids anyway? Shields. I see no evidence. Now! Sound the alarm! All personnel to their stations! Sir, the prisoners have escaped. How brave, but ultimately hopeless. There's no escape. You will tell me the location of the secret base, and then I will destroy you and the resistance. All right, nice job, recruits. Not what you signed on for, but why? Right back? Lieutenant, where's the lieutenant? Rise of the Resistance, ein Fahrgeschäft, wo man immer noch mit Gänsehaut rauskommt. Digga, was ist da los? Ja, keine halbe Stunde, dann hat quasi die Experience angefangen. Es gibt eine Pre-Show und die ist schon ziemlich cool, weil es ein Hologramm gibt. Und es war einer, kennt ihr diese Leute, die irgendwelche Rides mit Überraschungen kennen und sich so verhalten, dass sie einem das spoilern und zeigen, ey, ich kenne das. Aber wenn du so einen Typen dabei hast, der noch nicht mal weiß, wie das funktioniert, ist es halt wieder so ein bisschen ulkig, weil der hat es immer noch nicht gecheckt. Und, aber der BB-8 hat gefehlt. Ist das die Kugel, die mit der Kugel drauf rumkugelt? Ja, der hat gefehlt. Wo war der denn? Ja, nicht da. Wo hätte der denn sein sollen? Rechts neben dem Hologramm.
kommt der doch rein. Ah, ja, stimmt. Ja, der hat gefehlt, leider. Dann gibt es diese Pre-Show und wir werden quasi introduced, dass wir, wie soll ich das erklären? Ich habe keinen Plan von Star Wars, aber wir kommen, um ein paar Leute zu retten, weil wir gegen die, wir sind der Widerstand und wollen die Bösen stürzen und fliegen dann zu deren Raumschiff von diesem Planeten aus hier. Boba, Botan, Botun, Botano und weiß ich nicht, wie das hier heißt. Bhutan. Du weißt doch, wie das heißt. Du hast doch ein Jersey, wo das hinten drauf steht. Ist ja auch egal. Das, also im Detail, wie es alles wirklich heißt, dann in dem Einzelreview. Wir müssen da hinfliegen, also geht dann nach der Pre-Show eine Tür auf. Wir gehen raus. Und es sieht aus wie in diesem Themenbereich hier. Steigen in ein Schiff ein und fliegen. Haben da drin nochmal einen Animatronic, der uns natürlich steuert. Werden entdeckt, müssen uns identifizieren. Landen dann bei den Bösen. Und aus der Tür, wo wir reingegangen sind, gehen wir auch wieder raus, aber nicht an der gleichen Stelle, sondern auf dem feindlichen Schiff. Und dann steigst du aus und wirst erstmal richtig weggeblastert durch eine Armee, die dir gegenübersteht und durch einfach, was für ein krasser Raum. Und dann stellt man sich noch mal kurz ein bisschen an und dann wird man quasi schon eingeteilt. Es ist sehr martialisch auf jeden Fall und diese Disney-Magie und alles sind so lieb und nett. Das hört an dieser Stelle quasi auf, weil wir sind ja bei den Bösen und sind gefangen genommen und werden dementsprechend auch behandelt, auf Position gestellt, kommen dann nochmal in einen anderen Raum, haben Farben zugeteilt, immer 4 Leute miteinander und das mal 4. Und dann gibt es wieder eine weitere Pre-Show quasi. Und auch da ist wieder ein Pepper's Ghost-Effekt, der aber so gemacht ist, dass das aussieht, als ob da oben wirklich Menschen langlaufen. Sogar mit Schatten, die in den Raum reingeworfen werden, in dem wir sind. Und dann kommt Kylo Ren, der ist ja hier der Baba der Bösen. Und da gibt es nochmal eine Ansage und wir sind halt Gefangene. Und dann hört man hinter der Wand, Stimmen, weil helfen wir Rey. Wir müssen, glaube ich, Rey rausholen. Rey ist irgendein Charakter, irgendein Girl, was so eine Kämpferbraut halt ist. Und dann hörst du Stimmen und dann wird mit einem Laser die Tür die Wand aufgeschnitten und dann geht quasi eine Tür auf und dahinter sind 2 Fahrzeuge, mit denen wir dann versuchen zu flüchten, aber wir müssen ja erstmal durch das feindliche Schiff noch durch und das ist dann der Ride selbst. 2 Trackless-Fahrzeuge, 4 Personen nebeneinander in 2 Reihen und wir haben noch so einen kleinen Roboter. Wie nennt man uns noch mal? Ein Druiden haben wir dann vorne dran, der uns fährt und das ist auch wieder so geil, da kommen ja die nächsten 2 Fahrzeuge für die nächste Truppe, die kommunizieren schon miteinander und wenn so Droids irgendwie so ein bisschen Charakter haben, ist das total geil. Es gibt eine Stelle dann später, das habt ihr ja gerade gesehen, wo dann das Lichtschwert von oben durch die Decke kommt und der komplett ausrastet. Das ist einfach so niedlich. Ja, und wir haben dann eine wilde Flucht durch das Schiff mit verschiedensten Szenen, wo wir beschossen werden, wo wir die Etage wechseln, wo Animatronics nochmal sind. Die Kanonen haben sich diesmal bewegt. Es gab den Kylo Ren Animatronic, der aus dem Schiff rausgesaugt wird und wir müssen in so eine Evakuierungskapsel, die wirklich nochmal einen großen, also du hast einen Freifall mit drin und dann einen Simulator, Grüße nach Deggendorf und überhaupt. Was ein krasser Ride, lang, immersiv, super mega Effekte und Veränderungen in der Szenerie einfach. Das wollte ich jetzt hier nochmal kurz an der Stelle ein wenig zusammenfassen, um dann euch schon mal abzuholen für das detaillierte Review zu Rise of the Resistance von Disney. Tiana's Bayou Adventure ist ja umgebautes Splash Mountain und es ist ja in Orlando auch umgebaut und hier umgebaut. Ich sehe davon ab, weil das ist wirklich sehr nass. Hat 5 Minuten, also ich glaube, das spricht für sich, wenn die Leute das auch erstmal weglassen. Aber die Sonne ist am Start, die Luft ist kühl, das ist schön und wir sind jetzt bei Haunted Mansion. 13 Minuten sind angeschlagen.
Es ist jetzt nicht einfach so exakt krass gemessen. Es ist halt die 13, es ist gruselig. Nehmen wir euch natürlich alles auch mit rein. Wir sind das 2018 gefahren mit dem Nightmare Before Christmas Overlay. Und weil das halt so Halloween-Season war. Jetzt fahren wir es auch endlich mal normal. Echo through the halls whenever candlelights flicker, where the air is deathly still. Happy haunts here, but there's room for 1,000. Any volunteers? Sit down! You sure can. I'm dying to get out. We have been unavoidably detained by cranky spirits. Kindly remain seated in your doom buggy, please. We will continue our tour momentarily. Voll die geile Tasche eigentlich. Also hätte ich kurz überlegt, aber boah, Leute, $65, da bin ich raus. Sorry. Jetzt stehen die Leute bis am Hinterste hier. Wir sind aus der Haunted Mansion raus. Ja, cooler Dark Ride einfach, richtig oldschool. Trotzdem coole Stimmung im Ride selbst und lang unterwegs. Ein bisschen sehr dunkel hatte ich irgendwie das Gefühl. Also wirklich bisschen schwarzer Rabe im Kohlenkeller. Wir wollten jetzt eigentlich dann weitermachen mit so coolen Oldschool oder Wohlfühl Dark Ride Geschichten und laufen quasi direkt auf Pirates of the Caribbean zu. Ist aber jetzt gerade, wo wir rauskommen, temporary closed, so wie auch Indiana Jones. Das ist doof für uns. Ja, es bringt jetzt gerade irgendwie nicht so viel alles. Und dann gehen wir zu Big Thunder Mountain, der ist jetzt hochgegangen auf 40 Minuten. Zwar die ganze Zeit viel weniger, aber ja gut, wenn so ein People Eater wie Pirates, der direkt daneben ist, zu ist und Indiana Jones auch gerade zu ist, ist natürlich ein bisschen schwierig. Rise ist auch irgendwie von 30, wo wir rein sind, auf 60 hoch. Haunted Mansion ist hoch. Das ist natürlich blöd. Merkst du sofort, jetzt stehen sie auch hier überall draußen. Mann, Mann, Mann. I'll go in. Okay. Okay, wait. Oh, that's the same.
Mine Train Coaster, eine unfassbar unschlagbare Achterbahnart. Richtig cool, auch wenn es hier so eine alte Aerodynamics-Geschichte ist, wo, glaube ich, Dynamic Attractions mal Retracking gemacht haben vor ein paar Jahren. Und du fährst einfach ewig lang durch diese Berge durch. Super immersiv, richtig cool. Also Big Thunder Mountain liebe ich. Richtig nice. Orientierung wieder wie eine Bockwurst. Wir gehen wieder zurück zu Pirates of the Caribbean. Die haben wieder aufgemacht und sind mit 5 Minuten angeschlagen. Die angeschlagenen 40 Minuten bei Big Thunder Mountain waren realistische 20 Minuten. Damit kann ich auf jeden Fall auch leben. Ja, 5 Minuten ist sehr gut hingekommen bei Pirates, weil wir einfach reingekommen sind, wo das Ding gerade auch aufgemacht hat und noch leere Boote unterwegs waren. Wir also quasi durchgegangen sind, bis alle vor uns ein bisschen eingeladen waren. Und wir fahren jetzt hier auch an der Warteschlange gerade vorbei. Und das ist so der Auslauf bis zur Station nach dem Lift. Wir waren jetzt eine Viertelstunde unterwegs mit dem Bötchen. Also das ist wirklich eine Ausfahrt ja schon. Und viele, aber auch Passagen, wo gar nichts passiert. Also für meinen Geschmack, auch wenn es das Original Pirates ist, so die Vorlage für fast jede Piratenattraktion weltweit, hat schon eigentlich ein großes Makeover nötig und könnte man nochmal modernisieren und ein bisschen mehr draus machen. Also es ist wirklich, das hat ja Potenzial und eine Viertelstunde Fahrt ist crazy und ist auch eine coole Attraktion, keine Frage, aber für meinen Geschmack könnt ihr mal richtig alles raus und alles neu rein. Das wäre, glaube ich, bei den Skills, die Disney hat, wirklich der absolute Hammer und Wahnsinn. Meiner Meinung nach. Wie seht ihr das denn?
gute Viertelstunde und Indiana Jones Adventure wurde gefahren. Was ein Hammer-Fahrgeschäft wieder. Oder Attraktionen und das ist wirklich total crazy. Letztes Mal sind wir noch in Japan gefahren. Da habe ich für mein Empfinden gedacht, dass es weniger Effekte waren als hier und die Fahrt sanfter. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass hier mehr Effekte und die viel wildere Fahrt sind. Was ein crazy Ride, ein geiles Ride-System und einfach nur cool. Einfach nur Action, Spaß, gute Laune und ja, ein richtiges Indiana Jones Abenteuer mit coolen Überraschungen auch. Also, müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen, eins der Highlights hier im Disneyland in Anaheim. So, wir haben uns jetzt mal kurz überlegt und werden jetzt zum Weltallberg gehen und noch mal ein bisschen Achterbahn fahren, weil ich weiß nicht mehr, wie der war und ich bin der Meinung, dass das einer der zu vernachlässigsten. Also Paris ist natürlich Knaller, Orlando ist cool, Tokio wird jetzt richtig crazy. Ja, dann machen wir jetzt hier noch mal so eine easy peasy Geschichte. Herrschaftszeiten, Leute. Also genau 40 Minuten gewartet, Space Mountain gefahren. Uschi gackert immer noch wie ein Huhn, weil die sich einen abfreut, weil wir da durchgerast sind wie die Wahnsinnigen. Der Soundtrack richtig cool. Ist ja auch schon, weiß ich, der wievielte 100. Soundtrack von der Bahn. Und dann fährst du eigentlich nur durchs All, durch so einen Sternenhimmel. Und ganz cool ist, dass in der Warteschlange ist ein Schild, das ist als kleines Dankeschön von Disney verschenken die das On-Ride-Foto. Das musst du dann in der Disney-App oder auch auf der Website geht das auch. Gibst du den von dem Foto unten, also das On-Ride-Foto, was gemacht wird, dann gibt es ja unten die Fotos, wo man sich die angucken kann, da steht ja die Nummer. Die gibst du ein und dann bekommst du das als Free Download. Voll cool. Und unser Foto ist auch, glaube ich, ziemlich ulkig geworden. Wir haben noch etwas gemacht, was wir noch nicht gemacht haben. Und zwar Finding Nemo Submarine Voyage. Und das sind hier so kleine U-Boote, die ein bisschen die durchs Wasser fahren, logischerweise. Aber man sieht jetzt von hier aus nichts außer einen ziemlich coolen Kraken hier durch. Und man ist da unten drin. Und man ist verdammt lange weg. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo die den ganzen Ride versteckt haben. Und da gibt es ein Abenteuer bei... Also das ist wirklich einfach ein Unterwasserabenteuer. Das ist total krass. Und in einem U-Boot, also cool. Ich glaube sogar, dass das eine der ersten Attraktionen ist, die es überhaupt hier gab und dann irgendwann dieses Finding Nemo Overlay bekommen hat. Und ja, da zeigen wir euch jetzt mal ein bisschen was, während wir auf dem Weg zu Re-Rides sind.
strange and mysterious world filled with diverse creatures. We can't explore without Nemo. See him any minute now. Nemo! Oh, science is great. There's so much to know. I'm a born explorer. Hey, Dad! I got Nemo! It's a big, sunken pot. Sweet. All at once. Remember, Bruce, remember the pledge. Right then. It's about finding. Hey, Bruno! We saw a huge volcano go Der Park hat sich natürlich als in einen Hopper angefangen hat und der Tag etwas später wurde sehr gefüllt. Und eine Stunde für Mickey und Minnie sehe ich gerade nicht. Einen Ride, den wir halt auch sehr gut kennen und schon oft gemacht haben. Und dann gibt es halt noch einen Haufen Schwarzlicht-Dark-Rides, Small World und ähnliches, was man in so einem Standard Disneyland braucht und hat und überhaupt. Ne? Dumbo-Flieger und so ein Blödsinn. Komisch aus, aber. Kommt da was? Nee. Wir haben jetzt 6,09 $ pro Gallone. Das sind, glaube ich, 1,60 € pro Liter ungefähr. Auch hier ist es eskaliert preislich und Kalifornien ist so das teuerste, was es gibt aktuell zum Tanken in den USA. Natürlich sind wir jetzt auch hier. Aber jetzt überlegen wir mal kurz, Moment, aktuelle Situation. Das teuerste in den ganzen USA, 1,60 € der Liter. Deutschland, wirklich. Geht nichts über Malaysia, 84 Cent der Liter. Auch teurer aktuell, ne? Wir retten die Welt. Digga, richtig geil. So Leute, ne? So ein Pickup, der hat ja hinten nichts drauf, aber meistens Heckantrieb. Wenn du ein bisschen mehr Anpressdruck brauchst, dann musst du da einen Spoiler dran machen. Das ist schon so doof, dass das wieder geil ist. Das sieht ja aus wie von Matchbox oder Hot Wheels oder ähnlichem. Richtig cool, ey. Leute, ey, das ist so geil. By the way, ein Weg. Jo. Also Bierpong, Schiffe versenken ist ja mal next level. Wie geil ist das denn? Ich bin übrigens kein Bierpong-Fan, Freund, Spieler, sonst was. Bin ich raus. Digitales Cornhole, auch witzig. Ringing the Bull, kennt man glaube ich auch. Cool, ey. Richtig spaßige Abteilung wieder hier. So fürs nächste Stuhlmatch, aber wer hat denn die Tische so hier bei Edeka oder was? Das ist so ein Edeka-Move. Irgendwelche Sachen so dämlich präsentieren. So groß wie dein Kopf. Also das triggert mich schon, aber wir lassen das jetzt.
Everyday low price. Noch lassen wir das. Killer Brew, Triple Shot. Mean Bean. Ich hab keine Ahnung, was. Die Dose sah cool aus. Oh nein. Das riecht auch nach Bohne. Ja. Ist das wie Kaffee? Das ist Milchkaffee, glaube ich, dann, oder? Probier mal. Glaubst du nicht? Das ist so eine Büchse, ey. Energy Coffee. Ja, ich habe keine Ja. Zeit gehabt. Ich musste ja laufen. Ja. Schade. Das ist ein Shirt, das ist für mich. Ja, die Hose sieht von hinten aber schön aus. Dreh ich die mal um. Das ist eine Zaubererhose. Eppa. Hey! So, neuer Versuch. Ich weiß es nicht. Ich kann auch noch nichts machen. Sehr gut. Also man kennt ja diese Storage-Dinger. Aber wir sind jetzt hier direkt an der Ampel. Und wenn du da was rausholst, kann einfach jeder sehen, was du da für einen Müll drin hast. Also Aber es ist Extra Space Storage. Das ist ein Extra cooler Name. Und da kommt Space. Dominic Toretto. Dominic Toretto. Family. Ja, weiß ich jetzt nicht. Das hat nichts mit Italien zu tun. Ne? Ja, Brill. Wir haben das wieder so hier. Das wirkt so wie ein Fach, aber man hat Angst, dass es ein Airbag ist. Jetzt habe ich hier einen Knopf gefunden. Achtung. Dann kann hier irgendwas rein. Muss man eigentlich mit den Nägeln immer durchkratzen? Ja! Kann man nicht, wenn man Fingernägel hat, wie ein normaler Mensch irgendwas anfassen? Nein. Keine Frage. Peoples, wir sitzen jetzt hier bei uns am Hotel draußen. Ihr habt gerade gesehen, dass wir noch mal kurz nach dem Disney-Besuch und dem Rumrennen da und allem Pipapo Oshi mit den Shops noch nicht fertig war und wir noch mal zum Walmart gefahren sind. Wir waren ja bei unserer Anreise und da hat jemand ein Kleid gesehen, was so schön war, aber es nicht in der passenden Größe gab. Also sind wir gerade noch mal hingetigert und es ist gekauft. Es gab es in der passenden Größe, da ist jemand ganz glücklich. Dann haben wir bei Little Caesars uns eine Pizza geholt fürs Mittag-Abendessen zusammen. Und ja, die war jetzt nicht so gut. Die machen das da oft, dass die zu Peakzeiten die ganzen Sachen auf Stock haben. Und der Stock, der war wohl schon länger ready und wir waren irgendwie nicht zur Peakzeit da oder was, keine Ahnung. Und haben eine Knoblauchvergiftung von dem Dip auf jeden Fall. Ich hab dann, nee, ekelhaft, aber geil. Genau, wir müssen noch ein bisschen was tun. Die Sonne geht unter, beziehungsweise ist da auch gar nicht mehr viel von zu sehen hier bei uns. Pullover wird übergezogen, es wird nämlich wieder frisch. Bombastisches Wetter, super Besuch mit wirklich absolut unfassbaren Wartezeiten und coolen Rides. Ich habe eben schon gesagt, so auf dem Rückweg, wo wir die halbe Stunde wieder hier zurückgelatscht sind, es fehlt aber irgendwie die eine unfassbar krasse, neue, moderne, outstanding Attraktion. Zumindest im Disneyland, weil Cars ist auf jeden Fall mega und der Tower ist jetzt auch voll cool. Beides aber jetzt vom Fahrsystem her auch nichts Einmaliges bei Disney. Den Tower gibt es 4-mal, gibt es ja auch ein Video zu und das Slot Car gibt es auch quasi 3-mal. Aber bei Radiator Springs Racers ist das
auf ein ganz anderes Level gehoben auf jeden Fall. Und das ist auf die 2 Sachen, die sind schon sehr unique, vor allem Cars dann. Aber irgendwie, so was jetzt in jüngster Vergangenheit irgendwie überall neu und anders und spektakulär war, da fehlt es hier irgendwie. Wenn du das Pirates heute anguckst und das Pirates in Shanghai, das sind ja Welten zwischen, auch natürlich von der Zeit und wann das gemacht wurde und alles, aber es ist trotzdem so ein super Wohlfühl-Disney-Besuch jetzt gewesen, vor allem nach den anstrengenden Tagen in China und dann mit den tollen Wartezeiten, mit keinem Druck, dass man unbedingt jetzt so viele Sachen machen muss, die neu oder überlaufen sind, sondern man konnte das alles in Ruhe machen und die Wartezeiten waren super. Es war nur immer in beiden Parks, an beiden Tagen jetzt, dass es nachmittags extrem voll wurde. Du siehst auch den ganzen Tag hier Leute rumschleichen in Anaheim und irgendwie pilgern sie dann auch nachmittags aus den Resorts dahin, weil ich kann mir auch vorstellen, die machen dann, weil sie das vielleicht aus Orlando kennen, ja, machen auf jeden Fall 2 Wochen und dann merken die so, okay, so viel Zeit brauchen wir gar nicht, weil gar nicht so viele Attraktionen sind oder so und dann kommen sie später. Und dann sind die, also das ist jetzt die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben. 2018 war brechend voll alles und wir mussten ewig überall warten. Also das war wirklich Hammer. 2 Hammer-Tage bei Disney hier in Anaheim. Das hat uns sehr gut gefallen. Wir müssen jetzt noch ein bisschen was machen und morgen fahren wir 1 Stunde zu einem weiteren Freizeitpark in der Region, sage ich mal. Und haben noch ein paar Tage hier, die wir rumkriegen müssen, damit wir nicht zu viel für unsere Flüge zahlen. Am Ende ist es mehr Geld, was man ausgibt, aber dafür auch mehr Zeit, die wir hier genießen können und euch hoffentlich unterhaltsame Videos mitbringen können. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Abschluss jetzt für den heutigen Tag. Viel mehr wird nicht passieren und wenn doch, dann schmeiße ich das noch hinten dran. Aber ich glaube jetzt nicht, wir müssen halt die Pflicht auch noch ein bisschen erfüllen. Es kamen ja schon erste Videos, während wir jetzt unterwegs sind, online von dieser Tour. Und da wurde sich beschwert, dass die 3 Videos die Woche kommen. Das ist einfach nicht menschenmöglich. Also so ein Vlog von so einer Tour ist sehr zeitaufwendig und eine Tour an sich ist sehr zeitaufwendig. Dass überhaupt welche jetzt gekommen sind, ist schon ein großes Wunder und hätte eigentlich nicht so geklappt. Dann ist ein Tag, wo ein großes Video kommen sollte, ausgefallen, weil das seit 4 Wochen in der Freigabeschleife irgendwo hängt. Also ich weiß auch, wo es hängt. Und in unsere Vorbereitungszeit ist ja auch, wie ihr im monatlichen Daily Vlog März gesehen habt, etwas durcheinander geworfen wurden und da fehlt uns auch irgendwie, das ist auch eine Woche, glaube ich, die uns fehlt, die wir in Summe dann anderweitig eingespannt wurden, wie wir das nicht geplant hatten. Ja, das auf jeden Fall dazu. Also ich hätte auch jetzt keine Vlogs irgendwie mehr aus den Rippen zaubern können, aber irgendwie was anderes wäre mir bestimmt eingefallen. Egal, das irgendwie auch geht wahrscheinlich, bis das Video online geht, gar nicht mehr so aktuell, aber das ist Stand der Dinge jetzt am 15. April 2026. USA unterwegs. Ich sitze hier bei einem GMC, dieser 360-Grad-Tour, einmal um den ganzen Globus herum. Ja, auch bereits 2 Universal-Freizeitparks besucht. Das bedeutet logischerweise, dass wir jetzt den 3. besuchen. Universal Hollywood Studios, Universal Hollywood Studios, oder? Universal Hollywood, man weiß es nicht. So, ich habe heute mal im Park geparkt und habe meinen Skyline mal kurz hier hingestellt, den ich sonst Paul Walker geliehen habe. Klassiker, wir machen nicht das, was ich gesagt habe. Und überhaupt ist es ein Dark Ride, ich hab Bock. Das ist ja unfassbar wieder. Das macht mich einfach fertig. The Wizarding World of Harry Potter hier in den Universal Studios Hollywood. Gemütlich durch die Nacht.